Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video möchte ich mit euch eine Thematik behandeln, die ich schon relativ lange auf meiner Liste habe, um genau zu sein, jetzt seit letztem Jahr eigentlich schon, ungefähr Juli, August. Dort habe ich mir die Production Suite von iZotope geholt, inklusive Nectar 4, und ich wollte eigentlich die ganze Zeit mal ein Video machen über die KI-gestützte Vocal Mixing Funktion in Nectar, die dann nochmal zum Vorgänger deutlich überarbeitet worden ist, und wollte einfach mit euch gemeinsam gucken, wie stark schneidet die KI heutzutage ab. Ich habe mich privat immer schon mal mit dem Tool auseinandergesetzt, habe es jetzt in den letzten Monaten aber gar nicht genutzt. Das Einzige, was ich von Nectar nutze, sind die einzelnen Module. Dieses Nectar 4 KI-Modul übernimmt das Komprimieren für euch, es übernimmt den Equalizer, den Reverb und das Delay und hat noch weitergehende Funktionen wie ein Doubler oder ein Harmoniemodul, was super Funktionalitäten sind, das in einer All-in-One-Lösung zu haben. Also wahrscheinlich das umfangreichste Plugin, was man erwerben kann von iZotope neben Neutron und iZotope. Wir haben, glaube ich, sogar ein Saturationsmodul mit drin, also alles, was ich eigentlich brauche, um eine moderne Vocal zu mixen. Und ich habe heute nichts vorbereitet. Wir nehmen die gleiche Session von den letzten Wochen, wo wir schon die Free-Plugins getestet haben. Ich möchte mit euch jetzt eigentlich mal so in einem Live-Beispiel gucken, wie Nectar abschneidet und wie gut ich die Vocal gemixt bekomme mit dem KI-gestützten Modul und vielleicht noch kleinen Anpassungen, die ich treffe. Aber ich will nicht zu viel machen. Ich möchte eigentlich mal gucken, was die KI hinter dem Plugin schafft. Und da bin ich jetzt eigentlich schon gespannt. Ich habe für euch eine Session vorbereitet, gehe aber unvorbereitet rein. Da sehen wir uns gleich. Let's go! Ich werde jetzt einmal die KI über die Vocal drüber laufen lassen, dass die Einstellungen vom Plugin getroffen werden. Ich werde das Ganze zeitlich für euch kurz beschleunigen, weil das Ganze ordentlich CPU in Anspruch nimmt und so ein paar Störsignale dabei entstehen können, die dann so unangenehme Knackser verursachen. Und das möchte ich jetzt nicht im Video drin haben. Falls jemand mit Studio-Kopfhörer hört, ist das sehr, sehr unangenehm. Mir ist das schon sehr unangenehm, wenn ich das Headset auf habe. Deswegen drehe ich jetzt hier mein Headset auch einmal auf leise. Lass die KI einmal durchlaufen und wir sehen uns dann wieder, wenn die KI fertig ist. Ihr müsst einfach nur das Signal hier anspielen und anschließend auf diesen Ermittlungsbutton drücken. Dann macht das Plugin seinen Job und wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Das Ganze lief jetzt ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Wir haben ein erstes Ergebnis, sind jetzt hier auf der Frontpage von Nectar 4 und das Ganze ist eine Art Schnellzugriff, dass ich zügig bestimmte Module konfigurieren kann, ohne in die Module einzeln reingehen zu müssen. Wir können zum Beispiel jetzt hier sagen, dass der Equalizer ein bisschen stärker eingestellt werden soll. Das heißt, wir drehen den Mix-Knob noch einen Ticken höher, dass der aggressiver auf die Vocal reagiert. Wir können hier einstellen, was für ein Modus verwendet werden soll. Wollen wir die Stimme eher ein bisschen tiefer mixen, mehr Höhen reinbringen oder soll das Ganze ausbalanciert sein? Er hat hier schon mal richtig erkannt, dass wir uns im Rap-Genre befinden, also keinen Gesang haben oder keinen Podcast aufgenommen haben, also nichts eingesprochen haben. Und wir können hier die Intensität hochstellen, wie stark letztlich komprimiert werden soll, können auf die Sendeffekte zugreifen, Delay, Reverb etc. Was cool ist, dieser Stereo-Width-Button hier, dass wir die Stimme auch gleich ein bisschen breiter machen können. Hier spiele ich ganz gern rum, stelle das Ganze dann auf 10, mache ich aber erst am Ende, wenn ich die Vocal grob gemixt habe und mit dem Ergebnis zufrieden bin, dann kommt die Stereobreite. Deswegen lassen wir das jetzt an der Stelle erstmal auf 0. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, Backing Vocals bzw. einen Doubler einzustellen. Das Ganze ist jetzt aber hier vom Plugin gebypasst. Also hat das Plugin sich nicht dazu entschieden, diese Module standardmäßig zu verwenden. Ich spiele jetzt die Vocal einmal an, wir hören mal rein und ich bypasse Nectar währenddessen. Ich vermute, dass wir kleine Lautstärkeunterschiede haben. Wir hören mal rein. Blau, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine schon frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Was wir ganz klar sofort raushören, es sind Tiefen rausgezogen worden, es ist stark komprimiert worden und die Lautstärke ist auf jeden Fall einen kleinen Ticken leiser. Ich schätze mal, dass wir 2 dB noch mal reingeben müssen. Ich gehe jetzt auf die zweite Seite von Nectar hier oben und gebe jetzt einfach mal in den Output vom Plugin 2 dB ein und wir gucken jetzt mal, hier haben wir nämlich auch ein wunderbar eingebautes Lautstärke-Tool, dass wir sehen können, was für Peaks wir haben und ob wir jetzt ungefähr gleich sind, Input-Output.
Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Also da war ich mit den 2 dB gar nicht so unpräzise. Es hat jetzt sehr, sehr gut gepasst. Die Peaks waren nicht identisch, aber ich finde jetzt, wir können einen guten Vergleich fahren. Die Lautstärke passt jetzt einigermaßen gut überein. Und ich würde jetzt mal in die Bearbeitung reingehen und wir fangen gleich auf der ersten Seite an. Hier ist nämlich eine Art Auto-Level drin. Das ist jetzt ungefähr wie der Vocal Rider von Waves. Das heißt, das analysiert das Input-Signal und ist jetzt keine Art Kompression, sondern wie so ein Lautstärke-Fader, der erkennt, ist das Signal jetzt über den vom Plugin ermittelten Threshold oder darunter, und je nachdem hebt es dann die Lautstärke an oder senkt die Lautstärke ab. Dadurch muss der Kompressor nicht ganz so stark arbeiten und kann auch konstanter auf das Audiosignal reagieren. Das ist ein super Tool, finde ich richtig, richtig geil, dass das drin ist. Es gibt nur eine Sache, die mich bei dem Tool stört, und zwar ist es, wenn man das Ganze ausklappt, diese Tame-Noise-Funktion. Ich finde, da entstehen hin und wieder so kleine Sprünge in der Stimme und das Ganze mag ich nicht, deswegen schalte ich das ganz, ganz gerne aus. Wir hören mal, wenn ich das an- und ausmache, ob wir einen Unterschied in der Vocal wahrnehmen, und dafür schalte ich die jetzt aber mal solo. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen Transienten weggenommen werden vom Vocal-Signal. Und das möchte ich an der Stelle nicht. Das ist mir zu aggressiv. Und da ich hier keinen Mix-Knob habe oder keinen Mixregler, wo ich das Ganze ein bisschen fein justieren kann, lasse ich es jetzt an der Stelle einfach mal aus. Wenn ich das Gefühl habe, es macht das Audiosignal nicht besser, dann nehmen wir es an der Stelle weg und brauchen es nicht. Ansonsten ist das Ganze auf 6 dB eingestellt. Das heißt 6 dB nach oben, 6 dB nach unten. Und Stärke ist auf 49. Das stelle ich mal auf 50, weil ich habe so einen Fetisch für gerade Zahlen. Und jetzt sollte das Ganze passen. Ich mache mal das Auto-Level-Tool an und aus und wir gucken mal, wie das Signal sich verändert. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Also ihr seht ja auch die Audiokurve, wie das Ganze fährt. Sehr, sehr subtil. Man hat schon das Gefühl, dass eine Art Kompression stattgefunden hat, nur bei dem Tool, weil die Stimme deutlich ausgewogener klingt. Und das ist zum Beispiel auch eine Funktion, die ich nutzen würde von Nektar, einfach nur um das Vocal-Signal dann für den Mix geil vorzubereiten. Also das finde ich super toll, dass das jetzt in Nektar 4 mit drin ist. Ich glaube, das gab es in Nektar 3 nicht, und das ist auf jeden Fall ein super cooles Feature. Wir machen mal weiter. Das Plugin hat sich quasi dagegen entschieden, ein Gate zu benutzen, deswegen schmeißen wir das jetzt als erstes auch raus. Dann wollen wir uns das Ganze nicht angucken. Wenn das Plugin sagt, braucht man nicht, dann brauchen wir das auch nicht. Ansonsten gucken wir mal noch in die anderen Module rein. Wir haben einen Equalizer, einen De-Esser, einen Kompressor, einen zweiten Equalizer, den das Plugin hier nutzt. Das Voice-Modul, das jetzt quasi die Möglichkeit hat, hier Harmonien und Backing-Vocals hinzuzufügen. Da hat sich das Plugin auch dazu entschieden, dass wir das nicht brauchen, also schmeißen wir es raus. Ein Dimension-Plugin hat es auch nicht verwendet, also fliegt auch das raus. Wir haben ein Delay-Plugin drin, das einen sehr, sehr geringen Mix-Knob hat. Das möchte ich jetzt nicht direkt auf meiner Vocalspur drauf haben, bin ich ehrlich. Deswegen nehme ich das auch erstmal raus, und das gleiche gilt für den Reverb. Hat das Plugin auch nicht verwendet. Wir können mal gucken. Hat den Reverb aber stark mit einem Equalizer bearbeitet, dass der Reverb quasi nur in den Mitten funktioniert und hörbar ist. Den nehme ich jetzt an der Stelle aber auch mal raus. Ich möchte mich wirklich nur auf Equalizer, Kompressor und De-Esser beschränken. Das sind auch die Module, die das Plugin hauptsächlich verwendet hat. Und wir steigen mal mit dem ersten Equalizer ein und gucken, was das Plugin hier alles gemacht hat. Wir hören jetzt mal die Vocal mit dem ersten Equalizer. Die anderen Module werden für den Zweck jetzt einfach mal kurz gebypasst, dass wir uns nur auf das erste Modul fokussieren können. Und ich spiele euch mal die Vocal an. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Also was man sofort hört, ist, es werden diese Tiefen rausgenommen, die diesen Nahbesprechungseffekt verursachen. Das Ganze haben wir jetzt hier stark drin bei 191 Hertz und nochmal bei 650 Hertz. Ich solo mal die Frequenzen, dass wir hören, was das Plugin hier rausnehmen möchte. Das
Das ist dieses Mumpfige, was diesen Nahbesprechungseffekt verursacht. Wir hören nochmal bei 650 rein. Okay. Dann haben wir noch die 1300, wo dann langsam die Vocal-Präsenz losgeht. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, hätte ich vielleicht sogar dynamisch rausgenommen, aber sind auch nur 2 dB, die das Plugin hier rausnimmt. Und zu guter Letzt noch bei 9000. Ich glaube, das ist die Stelle, wo der Künstler sehr, sehr viele S-Laute hat. Das habe ich schon bei der Rohaufnahme gehört. Mal gucken. Oh ja, oh. Ich denke, das wird dann auch die Area sein, wo der DSer nochmal ordentlich nacharbeiten muss, auf jeden Fall. Aber schon relativ geil. Die Vocal klingt schon einen Ticken aufgeräumter, was ich persönlich jetzt noch von meiner Seite aus ergänzen würde, weil ich da einfach immer gerne auf Nummer sicher gehe. Wir nehmen mal dieses Band hier und machen da einen High-Pass-Filter draus und setzen das Ganze auf 6 dB. Und ich würde noch so ein bisschen die Tiefen rausfiltern. Der Nahbesprechungseffekt ist zwar schon gut eliminiert, aber ich möchte ganz gerne noch alles, was noch unter Herz kommt, auch rausnehmen. Ich spiele mal die Vocal an. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Okay, 110 ist ein bisschen zu viel gewesen. Wir gehen nochmal runter auf 100. Ich möchte einfach hier ein bisschen Platz für die Drums und den Bass schaffen, dass die da ordentlich scheppern können, so 80 bis 100 Hertz und dass die Stimme da jetzt nicht so viel stattfindet. Und ich finde, das Ganze räumt auch nochmal ein bisschen auf. Ich finde, die Vocal klingt jetzt ein bisschen klarer als vorher. Wir hören nochmal mit dem Equalizer und ohne. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Finde ich jetzt keine schlechte Entscheidung, die wir hier getroffen haben. Würde ich so drinnen lassen und wir machen mal weiter mit dem DSer. Den schalte ich jetzt wieder an und der ist ab 2,3 Kilohertz eingestellt. Also alles, was jetzt über 2,3 Kilohertz ist und über den Threshold geht, wird also sozusagen dynamisch unterdrückt und da hören wir jetzt auch direkt mal rein. Das ist kein Rachezug. Scheiß Reaction, Junge, salutier, wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir, messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Diese Stimme, die ab heute alles reguliert, sich militärisch hier verändert, sich transformiert. Yeah, nichts, was ich honoriere. Ihr seid nur Skizzen auf Papier, die ich wegrasiere. Und gut gebaut, strebenshafter Visionär, Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr, keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Finde ich so gut kontrolliert. Also die S-Laute werden schön unterdrückt. Er ist auch nicht zu aggressiv, dass wir zu viel wegnehmen, dass der Künstler anfängt zu lispeln. Also der DSer passt so für mich. Ich habe den jetzt einen ganz kleinen Ticken kritischer eingestellt, aber ich glaube, das ist kein hörbarer Unterschied, den wir hier wahrnehmen. Wir machen direkt weiter mit dem ersten Kompressor. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Klingt auch sehr, sehr top. Wir haben eine sehr, sehr angenehme und smoothe Kompression. Attack ist relativ lange gewählt, also der arbeitet sehr, sehr langsam, der Kompressor, und die Release ist auch sehr, sehr lang eingestellt mit 500 Millisekunden, also ein sehr smooth arbeitender Kompressor, und wir haben ein automatisches Make-up-Gain hier drin, dass sozusagen die Lautstärke auch gleich wieder aufgeholt wird nach der Kompression, und ich glaube eine 4:1 Ratio, die ist standardmäßig bei dem Solid-State-Kompressor, also bei dem Typen, den man hier einstellt, und der gefällt mir auch schon relativ gut, da würde ich jetzt auch nicht viel nachjustieren, ich höre noch mal rein. Gut gebaut, strebenshafter Visionär, Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr, keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Habe ich nichts einzuwenden, gefällt mir sehr, sehr gut der Kompressor, würde ich gar nicht aggressiver einstellen. Man kann vielleicht ein bisschen weniger komprimieren, aber das Ganze passt so.
Zweiter Equalizer nimmt jetzt nochmal ordentlich die Tiefen raus. Ne? Also mal gucken, der geht hier fast bis 3 Kilohertz hoch. Unten angefangen ungefähr bei 20, 30, 40 Hertz so um die Drehe. Und das Ganze stark abgesenkt nochmal um 3,6 dB. Also das ist schon ein ordentlicher Equalizer-Schritt. Da hören wir jetzt auch mal rein, wie das klingt. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schonfristen, nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Also da reichen mir, glaube ich, 3 dB Absenkung. Ich fand auch die 2,5 dB okay, aber dann hin und wieder hat man mal noch so einen dumpfen Ton gehört. So klingt die Woke deutlich klarer, die Höhen kommen besser zum Vorschein und die Mitten natürlich dementsprechend auch, wenn die Tiefen so stark abgesenkt werden. Aber gefällt mir schon relativ gut. Ich würde jetzt an der Stelle noch mal kurz einen Kompressor dazuschalten und mal gucken, was wir noch für Peaks in der Vocal haben, ob wir hier noch mal ran müssen oder ob jetzt alles passt. Das Schöne beim Nektar-Kompressor, wir können das Ganze auch visuell angucken. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schonfristen, nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Diese Stimme, die ab heute alles reguliert, sich militärisch hier verändert, sich transformiert. Yeah, nichts, was ich honoriere. Also hier nochmal ein ganz, ganz kleiner, aber feiner Move. Noch die Peaks, die über die 16 dB Threshold rausgehen, auch nochmal kurz abzufangen, dass das Woke-Signal wirklich sehr, sehr ausgewogen und ausgeglichen klingt. Und so würde ich das Ganze eigentlich auch schon einstellen. Ich finde, das klingt jetzt relativ geil. Also die KI, die dahinter steckt, hat einen super guten Job gemacht, auch gerade mit dem Autoleveler. Wir hören jetzt nochmal mit dem gesamten Plugin und ohne. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schonfristen, nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Jetzt so solo gehört, finde ich, klingt's ganz schön dünn im Vergleich zu vorher. Wir machen jetzt aber mal das Instrumental dazu und hören mal rein, wie es mit Beat klingt. Ich denke, da wird uns das gar nicht so krass auffallen, dass wir so viele Tiefen weggenommen haben. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schonfristen, nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Diese Stimme, die ab heute alles reguliert, sich militärisch hier verändert, sich transformiert. Sehr, sehr geil. Ich finde, wir könnten jetzt sogar noch mal ein halbes bis dB Lautstärke pushen, weil die Stimme doch noch einen Ticken leiser ist. Aber ich finde auch, die integriert sich viel, viel mehr in den Beat. Und jetzt würde ich auch mal probieren, noch diesen Width-Button zu nutzen, also noch ein bisschen Stereobreite mit reinzugeben im Plugin. Das Ganze können wir jetzt auch mal hier auf der ersten Seite machen, indem wir den Regler hier aufziehen. Oder wir machen das Ganze von hier aus. Das Ganze steuert nämlich einfach den Width-Button hier unten. Und da stellen wir jetzt einfach mal 20 ein und gucken, wie das Ganze klingt im Mix. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Ist ein Ticken zu viel. Wir hören, dass das künstlich gespreadet wird, das Signal. Ich gehe mal auf 10 runter. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine Schonfristen, nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Diese Stimme, die ab heute alles reguliert, sich militärisch hier verändert, sich transformiert. Yeah, nichts, was ich honoriere. Ihr seid nur Skizzen auf Papier, die ich wegrasiere. Klingt super geil. Also krass, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir so ein gutes Ergebnis damit erzielen. Ich bin gerade wirklich ein bisschen sprachlos, was das Plugin hier alles geschafft hat. Wir könnten jetzt hier sogar noch eine Limiter-Funktion nutzen und das einstellen. Den brauchen wir jetzt
bei Vocals eher weniger. Ich weiß, der ein oder andere nutzt ganz gerne am Ende der Vocal Chain nochmal einen Limiter, um wirklich die letzten Peaks noch abzufangen, um das Vocal-Signal so undynamisch zu gestalten, wie es geht, würde ich schon fast sagen. Aber eher so ausgewogen, wie es geht. Aber das Ganze haben wir mit dem zweiten Kompressor eigentlich schon ganz gut hinbekommen. Deswegen würde ich sagen, den Limiter brauchen wir an der Stelle jetzt sicher nicht. Und ja, also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir mal bitte in die YouTube-Kommentare, wie ihr das Plugin findet. Ich bin gerade wirklich ein bisschen baff, was das für einen geilen Klang gezaubert hat. Und einen kleinen Bonustipp habe ich trotzdem noch für euch. Falls ihr jetzt das Gefühl habt, dass die Stimme sich immer noch nicht genug im Mix durchsetzen kann und ihr habt jetzt vielleicht den Output-Knob auch schon ordentlich nach oben geschoben und irgendwie führt das nicht zu dem gewünschten Ergebnis, dann könnt ihr auch gern das Saturationsmodul am Ende nochmal probieren. Ganz, ganz wichtig, das würde ich vorm Delay und vorm Reverb auf jeden Fall machen, aber nach dem letzten Kompressor ist mein persönlich bevorzugtes Vorgehen. Und hier habt ihr verschiedene Saturationstypen, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt, welches ihr nehmen wollt. Probiert euch da einfach mal ein bisschen durch, findet den Sound für eure Stimme raus. Ich persönlich bin ein großer Fan von dem Tape-Typ und der ist auch standardmäßig immer eingestellt. Und wir haben jetzt ja eigentlich nur einen Amount-Knob, den wir nach oben ziehen können, wie stark die Saturation stattfinden soll. Und wir haben noch die Möglichkeit, falls die Saturation im hohen Frequenzbereich zu viele S-Laute oder zu viele harsche Geräusche verursacht, dann könnt ihr das Ganze mit dem High Shelf auch wieder hier ein bisschen anpassen und das Ganze runterziehen und reduzieren. Ihr könnt ihn aber nicht aufdrehen. Also der ist wirklich nur da, um noch ein bisschen gegenzuwirken. Ja? Den lassen wir jetzt mal aus. Ich spiele die Stimme solo an. Ganz, ganz wichtig, dass wir hören, was die Saturation mit dem Vocal-Signal macht. Und ich ziehe jetzt einfach nur den Amount-Knob hier ein bisschen auf. Blond, gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Yeah, ab heute gibt es keine Regeln mehr. Keine schon, frisst nichts mehr, was ich akzeptiere. Das ist kein Rachezug, nichts, was ich toleriere. Wirkt gleich viel crispy cleaner das Ganze, bekommt viel mehr Excitement rein, die Stimme. Und jetzt das Ganze wieder im Zusammenhang mit dem Beat, wie das Ganze sich auf den Gesamtsong auswirkt. Und jetzt nehme ich noch den Amount Mix Knob vom Modul und ziehe den noch runter, bis ich das Gefühl habe, das Ganze blendet jetzt einfach enorm gut zusammen. Also weiter geht's, Solo raus, wir hören wieder rein. Ihr Hurensöhne seid nur Teil einer Era hier. Yeah, ich bin wieder krass am Polarisieren. Fick auf deine scheiß Reaction, Junge, salutier. Wie ein Pionier, geschliffen wie ein Saphir. Messerscharfe Optik, die einfach alles neutralisiert. Halt die Fresse, Junge, sonst wirst du vakuumiert. Es gibt kein Zurück, nichts, was dich therapiert. Diese Stimme, die ab heute alles reguliert. Sich militärisch hier verändert, sich transformiert. Yeah, nichts, was ich honoriere. Ihr seid nur Skizzen auf Papier, die ich wegrasiere. Und gut gebaut, strebenshafter Visionär. Kontakte bis ins Weiße Haus wie das Militär. Klingt einfach viel, viel geiler, setzt sich besser durch, viel mehr Aufmerksamkeit auf der Stimme, die gewinnt also deutlich an Präsenz und auch nochmal ein super Modul, um zum Schluss nochmal einen draufzusetzen und der Stimme noch das nötige Etwas zu geben. Und das soll es auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Wie gesagt, das Ganze ein bisschen experimentell. Ich war jetzt auch nicht genau darauf vorbereitet, was auf mich zukommt. Klar habe ich damit schon mal gearbeitet, dass ich jetzt auch ungefähr euch erzählen kann, wo ich hinklicken muss und überhaupt weiß, was ich machen muss. Aber das Ergebnis dann für mich persönlich doch einen Ticken überraschender, als ich zunächst erwartet habe. Bin auf jeden Fall mal auf euer Feedback gespannt, was ihr von dem Plugin haltet. Schreibt mir das gerne mal in die YouTube-Kommentare rein. Und habt ihr Bock, dass ich so ein paar Nectar-Presets bastel für schnelle Vocal-Mixes? Vielleicht auch, um einen bestimmten Künstler zu imitieren. Falls ihr ein bestimmtes Vocal-Preset nachbauen wollt, dann schreibt es mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie eine Chain zusammenbasteln kann und euch zur Verfügung stellen kann. Da habe ich auf jeden Fall riesig Spaß daran, mich da ein bisschen auszutoben. Und vor allem auch ganz, ganz geil, dass du mal nur auf die Module eingeschränkt bist, die das Plugin zur Verfügung stellt. Nicht, dass du jetzt jeden x-beliebigen Kompressor aufmachen kannst, den du irgendwann mal gekauft hast, sondern du nimmst wirklich ausschließlich die Module vom Plugin und probierst dich mit denen zurechtzufinden. Und ich muss euch sagen, so eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Ich habe die Production Suite von iZotope, glaube ich, Mitte letzten Jahres gekauft und bis heute muss ich sagen, diese Production Suite hätte eigentlich komplett ausgereicht, um die Mixing-Ergebnisse zu erzielen, die ich heute mit all den Plugins erreiche, die ich mir mal gekauft habe. Also ich hätte mir nicht mehr als diese Production Suite kaufen müssen. Alles andere ist nur ein Boni on top, aber mit der kannst du eigentlich alles soundtechnisch erreichen, was du irgendwie mal mixen möchtest oder wo du mit deinem Sound hinkommen möchtest. Da ist alles drin gewesen. Ozone, Nectar, Neutron bieten die besten Ausgangssituationen, um das Mixen wirklich zu lernen, auf einem sehr, sehr hohen Plugin-Standard. Also die Produkte sind wirklich gut ausgearbeitet.
Da ist ein Konzept dahinter, das ich unfassbar gut finde. Die einzelnen Module kommunizieren sogar untereinander. Das gibt es ja mittlerweile auch über das Relay-Plugin etc. Also das Konzept hinter iZotope ist das, was ich mittlerweile auf dem Markt am besten finde. Ich freue mich jedes Jahr, wenn iZotope ein neues Produkt vorstellt oder eine neue Produktvariante und wieder Features reingebaut hat, die ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich sie brauche, aber ab dem Zeitpunkt nicht mehr darauf verzichten kann. Das Einzige, was mir jetzt zurzeit noch im Arsenal fehlt, ist Neutron 5. Das habe ich mir nicht geholt. Mir hat Neutron 4 noch gereicht. Und die neuen Module waren jetzt nicht so, dass ich sage, okay, muss ich jetzt nochmal richtig viel Geld für in die Hand nehmen. Aber wenn Nectar geupdatet wird, bin ich auf jeden Fall gespannt, was kommt. Ich denke, das wird uns nächstes Jahr leider erst erwarten. Ich glaube, das sind immer so 2 Jahre, wo die Module geupdatet werden. Ich denke, dieses Jahr wird uns Ozone 12 wahrscheinlich erreichen. Aber warten wir mal ab, das kommt dann alles Mitte des Jahres. Schreibt mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Plugin-Anbieter ist. Ich habe leider noch keine iZotope-Kooperation. Also müsst ihr die Kommentarspalte unbedingt fluten und ganz, ganz oft auf das Video klicken, dass ich meine iZotope Corporation bekomme. Das wäre auf jeden Fall ein absoluter Traum für mich. Und ja, ansonsten bleibt mir für heute dann auch nicht mehr, als jedem von euch noch einen angenehmen Restsonntag zu wünschen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Jeff.